So, wir starten jetzt einmal mit der Fertigung einer Sandale und zwar Schritt für Schritt. Ich erkläre gleich einmal die genaue Vorgehensweise und vorher möchte ich aber einmal den Aufbau einer Sandale zeigen und auch ein bisschen sagen, was man alles zur Fertigung benötigt. Wir haben hier den Schaft, das ist sozusagen der obere Teil der Sandale, kann man hier ganz gut sehen. Das wäre in dem Fall einfach die Riemchen von der Sandale. Aber auch bei einem Sneaker sagt man dazu zum Beispiel Schaft. Also das ist einfach alles Leder, was man oben sozusagen sehen kann. Dann haben wir hier ein Polster. Das ist das, was man hier sowohl ästhetisch sieht, aber es hat eben auch funktionale Gründe, nämlich dass es sehr komfortabel ist, wenn man ein Polster eingearbeitet hat. Darauf wollen wir auf keinen Fall verzichten. Dann haben wir eine Brandsohle. Das ist sozusagen die Sohle, auf der die Riemchen befestigt werden und eingearbeitet werden. Und dann wird diese Brandsohle, wo auch das Polster eingearbeitet ist, mit den Riemchen zusammen mit der Laufsohle verklebt. Also das hier ist die Laufsohle, die kann man auch aus verschiedenen Materialien fertigen, zeige ich gleich noch. Und hier kann man auch, sieht man hier ganz schön im Profil, noch einen Absatz aufbauen. Also sowohl entweder nur eine Schicht oder auch 2 Schichten, 3 Schichten, je nachdem wie groß der Absatz, wie hoch der Absatz sein soll. Und hier haben wir zum Beispiel jetzt eine sehr, ja, ich sag mal klassische Laufsohle, also sehr schlicht. Da steht auf jeden Fall die Sandale und das Schaft und das Design vom Schaft im Vordergrund. Passt jetzt zu dieser Sandale auch richtig gut, weil die eben sehr, sehr filigran und fein ist, auch mit dem dünnen Ziegenleder. Hier sehen wir aber direkt schon mal eine andere Alternative und das ist einfach wirklich komplette Geschmackssache, was einem am besten gefällt. Hier haben wir auch ein Schaftdesign, ganz klassisch in der Verarbeitung mit Leder, mit umgeschlagenen Kanten. Zeigen wir gleich auch, wie das funktioniert. Haben hier einmal ein Polster eingearbeitet, aber im Vergleich zu dieser Sohle hier und zu diesem Polster haben wir hier beim Polster ein bisschen Abstand zum Rand gelassen, also 5 mm Abstand zum Rand. Und hier haben wir das Polster vollflächig eingearbeitet. Und dann der wahrscheinlich prägnanteste Unterschied zwischen diesen zwei Sandalen, beziehungsweise die ist noch nicht ganz fertig, aber so würde sie dann aussehen, ist hier auf jeden Fall das Laufsohlenmaterial. Das ist ein dickeres Material, ist ein dickeres EVA-Material mit auch einer Prägung auf der Rückseite. Kennt man ja auf jeden Fall von einigen Sandalen, dieses Muster. Und das ist eben ein ganz anderer Look wie diese feine Sandale. Wichtig für euch zu wissen, ihr könnt alle Varianten fertigen mit unseren Tutorials und mit unserer Anleitung. Es kommt einfach wirklich darauf an, welches Material verwendet und man kann da richtig gut spielen mit der Wahl von verschiedenen Ledern, mit verschiedenen Farbkombinationen und eben auch mit den Materialkombinationen. Jetzt die letzte Frage, und zwar, was ist in der DIY-Box enthalten, beziehungsweise was für Materialien benötigt ihr, um die Sandalen zu fertigen? Am allerwichtigsten sind einmal die Sohlenmaterialien. Das sind Materialien, die wir in riesigen Platten aus der Industrie beziehen und dann für euch so zuschneiden, dass ihr genau die Menge habt, die ihr braucht, um ein Paar Sandalen zu fertigen und nicht 300 Paar ungefähr. Und das sind einmal die Materialien für die Laufsohle. Ich hatte es gerade hier schon gezeigt. Entweder dieses Material für die Chunky-Laufsohle oder einmal das Material aus dem Lederfaserstoff für die filigranere Laufsohle. Also hier, das ist dann eine Option, die ihr wählen könnt. Dann das nächste wäre einmal das Material für die Brandsohle. Also das ist das Material, was man hier in der Mitte sieht, wo die Riemchen dann sozusagen aufgeklebt werden. Und dann natürlich einmal auch das Polstermaterial, sodass wir nicht nur einen schönen Schuh haben und eine schöne Sandale haben, sondern eben auch einen komfortablen Schuh. Da haben wir ein sehr hochwertiges Polstermaterial gewählt, mit dem eben man eine schöne Pufferwirkung erzielt. Und dann natürlich das Allerwichtigste, das Oberleder, also alles, was man hier an der Oberseite des Schuhs sieht. Und da haben wir ein ganz, ganz tolles Ziegenleder in ganz vielen verschiedenen Farben. Das ist ein Glattleder, was auf jeden Fall eine schöne Dicke hat, nämlich 1 mm, also wirklich sehr, sehr fein ist und was sich super verarbeiten lässt. Also das lässt sich super kleben, das lässt sich super auch umbugen. Das ist diese Technik, mit der die Riemchen eben mit dieser eingeschlagenen Kante gefertigt werden. Und generell lässt sich das einfach super verarbeiten. Und da gibt es dann auch die Möglichkeit, aus verschiedenen Farben zu wählen und verschiedene Farben zu kombinieren für eben den Look, den man erzielen möchte. Man kann aber zum Beispiel auch Velourleder verwenden für Sandalen. Da muss man immer ein bisschen drauf achten, dass es nicht abfärbt. Das ist bei Velour immer ein bisschen tricky.
Da muss man einige Tests vorher machen, bevor man dann wirklich so ein Leder verwendet. Aber da haben wir vielleicht auch mal was im Angebot. Und dann geht es natürlich noch um die Werkzeuge, die man benötigt, um Sandalen zu fertigen. Wir haben uns eine ganz spezielle Technik überlegt, wie die Sandale dann wirklich gefertigt wird, Step by Step, sodass wir die Werkzeuge auf ein Minimum reduzieren konnten. Also nicht so wie in der Industrie, dass man viele große Maschinen benötigt, sondern wir machen das tatsächlich nur mit Kleber, Schleifschwamm und dem Applikator, um den Kleber aufzutragen. Das sind die 3 Sachen, die in der DIY-Box enthalten sind und dann, je nachdem, welche Riemchenart ihr verwendet, eben auch noch ein Nylon-Tape in der jeweiligen Breite. Okay, Moment, das stimmt so nicht, denn wir legen euch gar kein Nylon-Tape bei, haben wir im Nachgang zu diesem Videodreh entschieden. Ihr bekommt stattdessen ein Stück Futter, was ihr selber zuschneiden könnt. Der Grund ist ganz klar, ihr müsst euch nicht bei der Bestellung schon entscheiden, welche Riemchenbreite ihr fertigen wollt, sondern könnt es ganz entspannt entscheiden, wenn ihr dann die Materialien vor euch liegen habt. Der Nachteil, ihr müsst das einmal selber zuschneiden. Aber ich gehe davon aus, das bekommt ihr sehr gut hin. Und jetzt geht's weiter. Sodass ihr dann das einkleben könnt, hier in den Riemchen einkleben könnt, sodass das eben stabilisiert ist und das Leder sich nicht ausdehnt. Weil Leder ist ja eigentlich ein Naturmaterial und würde sich dehnen. Aber wir fixieren das eben mit diesem Nylon-Tape und dann sind wir auf der sicheren Seite, sodass uns der Schuh auch noch nach 4-mal Tragen passt. Diese 4 Sachen sind in der DIY-Box enthalten, genauso wie die Plattenmaterialien, die ich gerade erwähnt habe, und das Oberleder eurer Wahl und bei der Laufsohle eben das Material, was ihr verwendet oder was ihr auswählt, also chunky Laufsohle oder eher schlichtere Laufsohle. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, ein paar Materialien dazu zu bestellen oder ihr habt diese Materialien schon, dann braucht ihr sie natürlich nicht doppelt. Was wir auf jeden Fall empfehlen, ist ein Cuttermesser und entsprechend auch eine Schneidematte. Die haben wir einmal hier. Also die 2 Sachen benötigen wir auf jeden Fall, um die verschiedenen Materialien zuzuschneiden. Dann, was auch noch sehr zu empfehlen ist, ist ein Kleberradierer. Der ist wichtig für das letzte Finish, aber je nachdem, wie sauber man arbeitet, braucht man ihn vielleicht auch gar nicht unbedingt oder kann ihn sich nochmal nachbestellen oder hat ihn vielleicht schon von anderen Projekten. Was auch zu empfehlen ist, aber nicht zwingend notwendig, das ist auch der Grund, warum wir es nicht in die DIY-Box verpflichtend sozusagen inkludieren, ist ein Kantenformer. Der ist vor allem dann praktisch, wenn wir hier so ein Profil erstellen wollen, also wenn wir das Polstermaterial ein bisschen kleiner zuschneiden und aufkleben und das dann eben hier so schön ausformen wollen. Das geht mit dem Kantenformer besonders gut. Genau, und dann auch zu empfehlen, aber auch keine Pflicht, ist totale Geschmackssache, eine gute Lederschere. Wir haben jetzt hier eine tolle Lederschere, die wirklich qualitativ sehr, sehr hochwertig ist und damit kann man das Oberleder, also das Leder für die Riemchen, aber auch für das Einschlagen von der Brandsohle und vom Polster super schneiden. Damit kann man auch das Polstermaterial super schneiden. Die anderen Materialien, also die dickeren Materialien, wie zum Beispiel diese Chunky-Laufsohle oder auch dieses härtere Sohlenmaterial, dieser Lederfaserstoff, das würde ich tatsächlich empfehlen, mit dem Cuttermesser zu schneiden. Und erst recht, wenn man verschiedene Lagen miteinander verklebt und schneiden muss, dann kommt man mit dem Cuttermesser schon etwas sauberer hin. Aber die Schere ist trotzdem wirklich super praktisch, um zum Beispiel das Oberleder zuzuschneiden oder um einfach mal eine Haut zu zerteilen und nicht mit so großen Stücken arbeiten zu müssen und so weiter. Insofern zu empfehlen, aber kein absolutes Muss. Genauso wenig wie der Kleberradierer und der Kantenformer, macht das Leben aber ein bisschen leichter. Das kann man dann optional dazu wählen. Es gibt keine Pflicht, das mitzubestellen. Es ist nicht verpflichtend in der DIY-Box drin sozusagen, aber das kann dann jeder entscheiden, wie er es benötigt. Und das war schon alles. Mehr benötigen wir nicht, um Sandalen zu fertigen und wirklich auch so ein tolles Ergebnis hinzubekommen. Und jetzt würde ich sagen, geht's richtig los mit der Fertigung der Brandsohle.